deine Schuhe so zu machen oder schaffst du es auch so? Bewegungseinschränkungen an der Hüfte, Knie oder Sprunggelenk können dafür sorgen, dass du nicht in eine tiefe Hocke reingehen kannst. Diese Bewegung ist nicht nur wichtig bei dem Schuhanziehen, sondern auch bei Alltagsbewegungen wie zum Beispiel Treppensteigen oder vom Boden wieder hochkommen. Mit dieser einfachen Übung kannst du jetzt diese 3 Gelenke mobilisieren und gleichzeitig die Hauptmuskelgruppen auch dehnen, damit du wieder mobil und flexibel durch die Gegend laufen kannst. Du beginnst die Übung in einer halben Knieposition. Wenn du Beschwerden hast, auf dieses Bein zu knien, dann kannst du auch einen leichten Kissen unter dein Knie liegen, damit der Druck weniger wird. Als erstes solltest du jetzt das vordere Bein so weit nach vorne bringen, aber darauf achten, dass die komplette Fußsohle, das heißt Ferse, Großzeh und Kleinzeh, den kompletten Bereich komplett auf dem Boden bleiben. Dein Knie soll jetzt auch komplett durchgestreckt werden. Und jetzt gehst du mit dem Gesäß so weit nach hinten und den Oberkörper gerade nach vorne, bis du eine Dehnung an den hinteren Oberschenkel spürst. Bleib in dieser Position und versuche dabei ganz bewusst, das Knie komplett durchzustrecken, aber auch das Sprunggelenk in einer Streckungsposition zu bleiben. Mit dem Oberkörper gehst du gerade nach vorne. Bleib ein bisschen in dieser Position und dann beugst du das obere Knie, gehst jetzt mit dem Rumpf und lehnst die Oberschenkel ab, gehst mit deinen beiden Händen auf den Boden und in dieser Position wirst du jetzt hochwahrscheinlich eine Dehnung von der Hüfte spüren. Stellst jetzt dabei den Fuß auf und versuche noch weiter nach vorne zu kommen, dass du jetzt die Hüftbeuge in dieser Position gut dehnst. Bleib kurz in dieser Position, dabei mobilisierst du jetzt auch in dem Fall jetzt die rechte Hüfte, dass du da in eine volle Beugung reingehst und das Knie bringst du jetzt leicht nach vorne. Nachdem du diese Dehnung gespürt hast an den Hüftbeuger, behältst jetzt beide Hände auf dem Boden, streckst jetzt aber das Knie. Wenn du jetzt das Knie gestreckt hast, die Zehen bleiben komplett auf dem Boden und die Ferse bewegst du jetzt vor und zurück. Vor und zurück. Achte dabei, dass dein Knie komplett durchgestreckt bleibt und dass du den Hüftbeuger-Dehnung noch weiter spürst. 3 Wiederholungen, Knie wieder ablegen, dann Oberkörper wieder zurück, Fuß komplett auf den Boden, Knie durchstrecken, Hände über das Knie, dass die Streckung komplett da bleibt und mit gerade Oberkörper vorwärts kommen, bis du die Dehnung an der Oberschenkel hinteren wieder spürst. Diese Übung ist die perfekte Möglichkeit für dich, deine Beweglichkeit zu verbessern, wenn du weniger Zeit zur Verfügung hast. Wenn du Interesse hast an weiteren Videos mit Tipps für deine Gesundheit, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für deine Gesundheit. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!